Morgen, schön, dass ihr alle wieder hier seid. Ich habe schon eine Farbinspiration heute. Das sind doch richtige Farben des Herbstes, also so schöne Rot- und Grüntöne. Also auch hier diese leuchtend kleinen grünen Farben da drin, die finde ich voll inspirierend. Auch die Muster, also auch das Muster von der Blume finde ich ganz schön. Die Brauntöne da drin, also auch vom Stiel. Ja, das ist meine Inspiration. Und dann habe ich eine Masse, eine Spachtelmasse. Die hat ja, viel Volumen, also die ist sehr dick, aber trotzdem jetzt nicht so fest. Also sie ist eher geschmeidig, würde ich mal sagen. Aber wir testen das hier gleich. Die habe ich gerade mir hergestellt und wie immer nicht so gut durchgerührt. Aber ist auch egal. Also das kannst du jetzt auch mit dem XL Palettenmesser noch schön verstreichen alles. Das macht auch richtig Laune, finde ich immer. Also damit dir so schöne Muster und Formen hinschmieren. Also das geht ja immer recht einfach und du erreichst sehr schnell ganz schöne Strukturen. Oder? Sieht doch schon ja, klasse aus. Also damit könnte ich jetzt schon sofort wieder was anderes machen. Aber ich habe ja einen Plan heute. Zumindest so die Idee. Also ich verstreiche das hier erstmal wieder. Ich will nämlich heute noch mal sehen, was es hier so für Abdrücke entstehen. Und ja, das sind schon ganz schöne kleine Muster hier. Okay, jetzt nehmen wir noch mal ein Blatt. Gucken wir, was da so mit passiert. So, mal gucken, ob da noch ein paar Linien und ja, so feine Strukturen. Da experimentiere ich jetzt hier noch mal so ein bisschen rum. Ja, ich habe es geföhnt. Hier ist es noch ein bisschen, noch nicht ganz trocken. Aber es sind tolle Muster. Also hier sind ein paar schöne Strukturen drin. Gefällt mir ganz gut. Jetzt will ich das ein bisschen laufen lassen. Deswegen mache ich es wieder nass. Ja, ich habe spontan mir gerade überlegt, dass ich diesen Farbton nehme, obwohl ich mir andere Farben angemischt habe. Doch, war eine gute Wahl. Ich glaube, hier ist sogar der Farbton drin. Das Grün ist toll. Aber doch, schau mal, das ist doch hier, der Farbton sieht doch so aus. Also ja, das macht doch immer Spaß. Ich wollte die eigentlich gar nicht zum Malen benutzen, aber es ist immer gut. Probier was Neues, probier es einfach aus und das wird dir auf jeden Fall was bringen. Ich stelle es aber trotzdem jetzt mal zur Seite, aber nur weil sie sonst stören würde jetzt. Ja, jetzt male ich einfach mal weiter, verstreiche das hier nochmal. Es sind ja auch genug Videos im Kanal, wo ich mit dem Blättern oder so male. Also schau da gerne noch mal rein. Ein Schubser Weiß. Ich verstreiche jetzt aber erstmal mit dem Spachtel, um ja, die Struktur noch mal wieder ein bisschen anders zu betonen. Und gucke dann gleich weiter, ob ich das so lasse. Ja, ich arbeite aber doch noch mal mit dem Pinsel nach und ja, bringe so ein bisschen mehr Ruhe wieder rein. Hier unten kann es ein bisschen dunkler, aber der Farbton stimmt gerade nicht. Das gefällt mir nicht, nehme ich mal ein bisschen schwarz dazu. Wenn dir der Farbton nicht gefällt, nimmst du ihn halt einfach wieder runter mit einem Tuch oder veränderst ihn auf der Leinwand. Ich finde, das geht immer ganz gut.
nämlich nochmal die Blüte hier. Die ist echt schön. Mal gucken, was die jetzt für Muster macht. Ich probiere das hier einfach nur mal, um das Werkzeug kennenzulernen. Denn ich arbeite ja gerne mit Naturmaterialien. Jetzt sind hier noch so ein paar Krümel, die wische ich hier noch mal ein bisschen runter. Und jetzt mal diesen schönen Farbton da drauf geben. Das sind eh tolle Farben, finde ich. Schön. Ich habe heute Morgen auch noch so schöne Blätter eingepackt. Die hatten auch alle die Farbe. Ja, ist echt schön. Also das kann man auch so schon lassen, finde ich. Ja, noch ein bisschen malen. Deswegen probiere ich mal aus, wie es jetzt weitergeht. Mal gucken. Also ich weiß es auch noch nicht. Hier will ich jetzt gerade noch nicht rübergehen, deswegen arbeite ich noch so ein bisschen da drum herum. So, das ist mir doch noch ein bisschen zu viel. Ich überlege gerade, ja, ich mache einfach. Es war richtig, richtig schön. Hat mir total Spaß gemacht, mit den Farben zu arbeiten, mit dem Material zu arbeiten. Und ja, man hätte es auch gleich so lassen können, nach der dritten Farbe, nach dem Rot. Aber ja, für mich ist es immer auch hier gerade diese hellen Stellen, so dieses Lichtspiel, was gerade im Herbst so wunderschön auf dem Boden oder auf den Wänden zu sehen ist draußen. Also wenn die Sonne sich überall so flackert und spielt. Also schön, dass du hier bist. Danke, dass du hier bist und wir hier diese wunderbare Leidenschaft teilen können.
Ja, in der Malerei kann man natürlich immer wieder auch so unbewusst ja, Sachen auftauchen lassen. Das können ganz persönliche Themen sein, das kann ja auch irgendwas sein, was einem so im Kopf hängt, also mehr Kopfarbeit abarbeiten. Man kann so vieles auf der Leinwand lassen und so eben auch die Natur, die uns umgibt, einfach aufgreifen, auch oftmals unbewusst. Also so habe ich den Farbton ja doch schon die ganze Zeit im Gedächtnis gehabt, im Unterbewusstsein gehabt, weil ich da so schöne Blumen letztens schon gesehen habe. Und heute war einfach der Tag, ich habe die Hortensien dann nochmal gesehen und dachte so, ja, heute ist der Tag endlich da, wo ich mir die Zeit für mich nehme, das rauszugeben, was ich eben ja so auf anderen Ebenen empfinde. Und das ist das, was eben die Kunst auch ausmacht. Das ist der Wert, den die Kunst oder das Kunstschaffen auch ausmacht, nämlich ja, etwas auszudrücken, das, was einen beschäftigt. Und es können positive Dinge sein, es können negative Dinge sein. Und du findest einfach eine wunderbare Spielwiese, die Leinwand, auf der du da vieles ausprobieren kannst. Also probier auch Neues aus. Und so habe ich eben auch einfach die Blüte genommen, damit gemalt, obwohl ich das gar nicht vorhatte. Aber so ergibt sich das. Und so kannst du loslassen. Das sind immer so kleine Schritte des Loslassens und dann sich nicht ärgern, dass die Blume jetzt Farbe hat, sondern freu dich einfach darüber, dass sie auch noch einen Teil von dir mit in die Vase nimmt, sozusagen. Also viel Spaß mit dem Video. Schön, dass du hier bist. Danke für dein Like, danke für deinen Kommentar und ja, einen ganz schönen Sonntag. Tschüss!